Ich habe das nicht richtig gesehen, oder? Das war leibhaftig Alphino Levelier und dann auch noch gemeinsam mit seiner Schwester und Galuf Baldisons Enkelin. Hier muss etwas ganz, ganz Großes veranstalten geht. Das muss ich sofort den anderen sagen. Okay. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer hier in der Welt von Final Fantasy XIV Endwalker. Ja, wir haben wieder eine Quest vor uns, dessen Namen wir noch nicht kennen. Das schließt ja wieder darauf, dass was Besonderes vorkommt. Allerdings, bevor wir jetzt bei Krille die nächste Quest annehmen, erst nochmal vielen Dank an meine Kanalmitglieder und ganz besonderen Dank natürlich an meine Ehrenmitglieder Joja Neidblum, Neggi Magister Klingone 23 und mein Produktionsmitglied Havoc 83. Und Havoc, die darfst dir immer noch ein Streamthema für diesen Monat aussuchen. So, Krille, zurück auf die Schulbank. Krille scheint etwas mit Kratia besprochen zu haben. Oh, Tara, entschuldige den Überfall gestern. Ich hoffe, du hast da noch etwas Ruhe gefunden. Ich habe nämlich ehrlich gesagt etwas, um das ich dich bitten möchte. Es geht um die Magierakademie. Oder besser gesagt um den Rektor Montijon, keine Ahnung, wie der Name ausgesprochen wird. Der nette Herr, der uns bei der Anhörung vor dem Rat der Philosophen seinen Beistand gewährt hat. Erinnerst du dich? Ja. Es hieß, dass er während unseres Abstechers nach Tanavir im Annex war. Er hat sich anscheinend Sorgen um uns gemacht und wollte hören, wie es uns geht. Da uns die Hände sowieso gebunden sind, bis wir Nachricht von Jistolla erhalten haben, dachte ich mir, wir könnten ja mal einen Besuch in der Magieakademie abstatten. Hast du nicht Lust, uns dorthin zu begleiten? Ja, warum nicht? Wunderbar, Alphino und Alice wollen sich sicher auch gerne anschließen. Wir lesen sie draußen auf und dann geht's weiter zum Phänomenum. Viel Spaß bei eurem akademischen Ausflug. Ich werde hier im Annex die Stellung halten. Nur für alle Fälle. Danke, Raha. Das ist nett von dir. Ach ja, und falls Estinien zurückkommen sollte, dann sag ihm bitte, er soll uns beim nächsten Mal doch wenigstens mitteilen, wohin er einfach so unangemeldet entschwindet. So, dann sammeln wir mal die anderen auf. Ich kann einfach so durch die Tür... Ich bin schon ein Gespenst. So, Alphino, du trainierst? Wenn Vater mit diesem Ding umgehen kann, dann kann ich das auch. Okay, Alice. Oh, hallo. Bist du irgendwie unterwegs? Ja, wir wollen zur Magierakademie. Der Rektor persönlich war hier? Worauf warten wir dann noch? Auf zur Akademie. Ich würde ihn auch gerne treffen, obwohl man uns in der Akademie womöglich nicht unbedingt freundlich empfangen wird. Mit meinen Brüderchen im Schlepptau? Also, ich glaube nicht, dass wir uns da Sorgen machen müssen. Du wirst schon sehen, was ich meine. Also los, auf zum Phänomenum. Hat mir jemand gesagt, wo ich da hin muss? Phänomenum? Ah, das große Teil da in der Ecke. Okay. Dann bis gleich. So, ich bin zwar jetzt nicht als Magier unterwegs, aber ich glaube, ich kann trotzdem in die Magierakademie, oder, Griller? Wir stehen vor dem Phänomen, dem ältesten und imposantesten renommierten Gebäude der Magierakademie. Man könnte auch sagen, ihrem Herzen. Hier befinden sich die Vorlesungssäle, aber gelehrt wird nicht nur Theorie. Es gibt auch zahlreiche Labore der verschiedensten Fakultäten, Lehrräume für praktische Arbeiten und sogar Büros des Studentensekretariats. Ganz wichtig. Also so ziemlich alles, was das Leben an einer Akademie akademisch macht. Wie der Name schon sagt, widmet man sich dem Phänomen der Erforschung aller möglichen Phänomene. Angefangen hat es damals mit der Erforschung kurioser Äthererscheinungen, was wir heute als Magie kennen. Seither hat man hier die unterschiedlichsten Besonderheiten aus der ganzen Welt untersucht. Die Akademie blickt auf eine lange Geschichte zurück. Offiziell nahm sie ihren Betrieb mit der Fertigstellung des Phänomenums auf. Das war im Jahre 432 der 6. Ära des Lichts. Und dank ihrer zahllosen Erfolge auf den Gebieten der Ethologie, Magiekunde, des Okkultismus und der Astrologie hat sie sich seither den Ruf
der besten Lehranstalt in ganz Schalan erworben. Also sagen beide gleichzeitig. Hihi. Der Wortlaut dieses Vortrages hat sich nicht groß verändert, seit du hier damals als Tutor die Erstsemester herumgeführt hast. Tara, ich präsentiere dir die Wiege des legendären Wunderkinds Alphino. Mit 11 Jahren der jüngste Anwärter, den die Akademie jemals aufgenommen hat, erwarb er sich neben besten Noten in allen Fächern auch Doktorwürden in Magiekunde und Ätherologie und war in Debatten ein gefürchteter Kontrahent. Das mit den 11 Jahren gilt aber auch für dich, oder Alice? Für mich seid ihr beide gleich genial. Naja, meine Immatrikulation war ein halbes Jahr später als die von Alphino. Und ich kann mich weder mit Doktortiteln schmücken, noch war ich jemals gut in Streitgesprächen. Aber das ist jetzt auch gar nicht von Interesse. Wichtig ist nur, dass mein Bruderherz hier als die unangefochtene Nummer 1 angesehen wird. Sicher redet man sich über unseren Rückkehr schon den Mund fusselig. Aber wenigstens ist es unwahrscheinlich, dass wir wieder in Anfeindungen rechnen müssen, wie in der letzten Bastion. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Es war schon fast abstoßend, wie beliebt mein Bruder hier war. Gibt's ja keine Footballer oder irgendwas? Egal. Am besten überzeugen wir uns selbst. Rein in die gute Stube. Reaktor. Rektor Montichan hat ein Büro hier. Oder öfters ist er in den Lehrräumen bei den Studenten zu finden. Irgendwo sollte er sich jedenfalls herumtreiben. Am besten wir teilen uns auf. Dann gucken wir doch mal. Wir kommen hier rein. Und, guten Tag. Wissen Sie, wo der Rektor ist? Ich habe das nicht richtig gesehen, oder? Das war leibhaftig Alphino Levelier. Und dann auch noch gemeinsam mit seiner Schwester und Galuf Baldisons Enkelin. Hier muss ja was ganz, ganz Großes veranstalten geht. Das muss ich sofort den anderen sagen. Okay. Was? Ob ich den Rektor gesehen habe? Nee, tut mir leid. Warum fragst du nicht Queen Alipo im Sammlerkolleg? Die weiß immer ziemlich gut Bescheid. Nochmal eine Alipo? Also die Alipos gibt's aber auch überall, oder wie? Fräulein Alipo, sind Sie mit den anderen Alipos verwandt? Hallo? Du bist keine Studentin unserer Akademie, oder? Nein, du siehst aus, als wärst du weit rumgekommen. Ah, ich hab's. Sicher bist du eine neue Klauberin von der Gilde, hm? Herzlich willkommen im Sommerkolleg. Mein Name ist Qui Alipo. Eine kurze Einführung gefällig? Das Sammlerkolleg dient den Studenten und Lehrkräften der Magieakademie als Materiallager für ihre Forschungen. Wer etwas braucht, wendet sich an mich. Ich schaue dann nach, ob wir es auf Lager haben und bitte ansonsten einen Glaube, es zu besorgen. Dies ist ziemlich oft der Fall, denn du kannst dir ja sicher vorstellen, dass die Materialwünsche an einer Magierakademie recht nun ja außergewöhnlich ausfallen können. Ich freue mich daher sehr, dass du uns helfen wirst. Wirklich ausgesprochen nett von dir. Eigentlich wollte ich nur Informationen zum Rektor aufglauben. Sie verstehen das Wortspiel? Rektor Montichon? Da bist du also gar keine Klauberin? Oh, wie peinlich. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Der Rektor ist mir heute in der Tat schon begegnet. Er meinte, er wollte im Schöpferkolleg nach den Rechten sehen. Es liegt genau gegenüber vom Sammlerkolleg. Vom Eingang her betrachtet. Stell es dir vor wie eine riesige Vermutlich wirst du den Rektor dort nicht mehr erwischen, aber vielleicht weiß ja jemand von den Studenten, wo er hingegangen ist. Viel Glück bei der Suche. Okay, also hier bin ich richtig, wenn ich meine Sammler wahrscheinlich trainieren will. Und auf der anderen Seite bin ich dann richtig, wenn ich meine Crafter trainieren will. Hallo? Komme ich hier rein? Ja. Ah ja, ein sachlicher Student.
Der Rektor, ja, der war bis gerade eben noch hier. Er war so freundlich, sich mein neuestes Forschungsprojekt anzusehen. Wohin er als nächstes wollte, hat er mir nicht verraten, aber da er den Korridor hinabgelaufen ist, steckt er vermutlich in einer der Hörsäle. Versuchen Sie es doch mal da. Danke. So, Hörsäle. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang laufe. Ich laufe jetzt einfach hier so, orientiere mich ein bisschen an der Minikarte da oben. So, hier ist was. Ja, gehen wir einfach mal hier rein. Oh, guck mal. Das ist YouTube-Tier. Abonniert YouTube-Tiers Kanal. Oder abonniert meinen Kanal. Einfach mal da unten ein Like geben, wenn ihr gerade dabei seid. So, Professor. Und die Jane. Nanu, warst du nicht einer der Gäste von Baldesions Gelehrten? Sehr wohl. Ah, ihr seid ihr also, Rektor Montichan. Wir hatten noch gar nicht die Gelegenheit, uns für euren Beistand bei der Ratssitzung zu bedanken. Das wollen wir hiermit schleunigst nachholen. Oh, ihr seid auch alle da. Ein ganz schöner Trubel war das, nicht wahr? Wirklich unverzeihlich. Zum Glück ließ sich die Sache ohne großes Nachspiel bereinigen. Ich war schon immer der Meinung, dass Neugier beflügelt und nicht beschnitten werden soll. Wir sind euch wirklich überaus dankbar. Auch dafür, dass ihr im Anschluss die Mühen auf euch genommen habt, Baldesions Gelehrten einen Besuch abzustatten. Es tut mir leid, dass wir euch nicht empfangen konnten. Aber nicht. Entschuldigung, ich bin aus Versehen auf die Leertaste gekommen. Ihr habt euch wirklich sehr gemausert. Eure Großväter wären stolz auf euch. Selbst ich. Schon wieder. Du hast es sicher nicht immer leicht mit dieser Rasselbande. Von Matojas Schülerin gar nicht erst zu reden. Ich ziehe meinen Hut vor dir. So, jetzt darf ich aber drauf drücken. Vielleicht könntest du unseren Studenten ja bei Gelegenheit ein Seminar in Gruppendynamik und Führungsstrategien geben. Oh ja, ja, und wie ich Führungsstrategien gebe. Ich bin nämlich eine Führungsperson. So sieht's aus. Ha. Verzeiht, dass ich das Gespräch in eine andere Richtung lenken muss, Herr Rektor. Doch wir haben eine dringliche Bitte. Wir müssen unbedingt mehr über die Absichten des Rats in Erfahrung bringen. Seht ihr euch in der Lage, uns dabei zu helfen? Leider nicht, mein Junge, so leid es mir tut. Als Ratsmitglied habe ich einen Schwur geleistet. Und selbst wenn ich wollte, ich könnte euch gar nichts erzählen. Die Aufgabe, die uns vor langer Zeit auferlegt wurde, wiegt so schwer wie die Welt. Käme sie unbedacht ans Licht, wäre große Unrast die Folge. Deswegen wurden alle, die dieses Wissen hüten, mit einem Zauber belegt. Ohne Einwilligung des Rates kann niemand es preisgeben. Sowas ist möglich? Das ist es in der Tat, mein Kind. Also gut. Ich habe schon lange keine Vorlesung mehr gehalten, doch heute scheint mir ein geeigneter Tag. Bitte, setzt euch. Juhu, Schulbank drücken. Ich dachte, ich bin scheinfrei. Schuldenfrei vielleicht auch, aber in dem Fall scheinfrei. Beginnen wir mit den Grundlagen der Ätherologie. Lebewesen wie wir nutzen Äther auf dreierlei Weise. Jetzt bin ich doch gespannt. Zur Formung der Seele, zur Speicherung von Erinnerungen und... Was wäre wohl die dritte? Alfino, lass mich deine Notizen lesen. Bitte, komm, hilf mir. Zaubern? Nicht ganz.
Magie ist nur ein Teilaspekt. Die richtige Antwort lautet Lebenskraft. Alfino, nächstes Mal hältst du deine Aufzeichnung so, dass ich es besser lesen kann. In dieser Form ist Äther den meisten wohl am ehesten vertraut. Selbst bei den kleinsten Tätigkeiten verbrauchen wir ihn. Und mit der Nahrung nehmen wir neuen auf. Es ist ein Kreislauf von Geben und Nehmen. Ein ständiger Fluss. Die Seele hingegen ist beständig und ändert sich kaum. So wie die Erinnerungen, die mit ihr verbunden sind. Man könnte es mit folgendem Beispiel veranschaulichen. Die Seele ist ein Stück Papier und Erinnerungen sind das, was darauf geschrieben steht. Was also glaubt ihr passiert, wenn man großen Mengen von Äther ausgesetzt wird, dessen Signatur einer gewissen Erinnerung gleicht? Man erinnert sich. Was überschrieben wird, wird unleserlich? Richtig. So ist es möglich, Erinnerungen und damit verbundene Handlungen zu unterdrücken. Es ist noch gar nicht lange her, dass so etwas in großem Ausmaß geschah. Weiß jemand wann? Im Zuge der 7. Katastrophe. Weiß ich das? Keiner kann sich nicht mehr daran erinnern, dass wir dabei waren. Bei der 7. Katastrophe. Genau. Die Eorsäer erinnern sich an alles, was geschah, bis Bahamut hervorbrach und die Welt mit Zerstörung überzog. Doch was direkt im Anschluss passierte, vermag niemand so recht zu sagen. Korrekt. Eine Erinnerungslücke, die zufällig, vielleicht aber auch bewusst, herbeigeführt wurde. Darüber streiten die Experten bis heute. Der Eingriff in Erinnerungen ist jedoch zu Recht tabuisiert und in Scharlayan grundsätzlich verboten. Einzig dem Rat der Philosophen ist es gestattet, Verschwiegenheitszauber zu sprechen. Und selbst das nur bei der Inauguration eines neuen Mitglieds. Davon abgesehen ist die Beeinflussung des Volkes durch solcherlei Praktiken natürlich strengstens untersagt. Sind derart überschriebene Erinnerungen denn für immer verloren? Der Verschwiegenheitszauber unseres Rates kann aufgehoben werden. Allerdings benötigt dies eine Zustimmung von mindestens 9/10 der Mitglieder. Die Geheimnisse sind dann nicht mehr geschützt und könnten theoretisch frei geteilt werden. Ansonsten trägt man sie bis in den Sternengrund mit sich. Dort werden die Seelen gereinigt. Als erstes löst sich das, was an den Erinnerungen haftet. Und dann lösen sich die Erinnerungen. Dann folgen die Erinnerungen selbst. Und dann die Seele. Wobei es auch solche geben soll, die unlösbar in den Seelen verankert bleiben. Und was geschieht mit der gereinigten Seele? Sie löst sich auf und wird zu reinem Äther, der sich bald darauf mit anderem Äther vermischt und eine neue Seele bildet. Das ist die herrschende Lehre. Einige glauben aber auch, dass sie in die physische Welt zurückkehrt, um in einem neuen Körper wiedergeboren zu werden. Ich für meinen Teil vertrete den Standpunkt, dass beides möglich ist. Das sind wir ganz schön schockiert. Nun gut, dann kommt mal wieder raus aus dem Brunnen der Erkenntnis, in den ich euch gerade gestoßen habe. Meine Stunde wäre hiermit beendet.
Das ist ein toller Trick, den will ich auch können. Wie ihr gerade erfahren habt, kann ich eurer Bitte leider nicht entsprechen. Aber ich will tun, was ich kann, um euren Wissensdurst dennoch zu stillen. Kraft meines Amtes als Rektor erteile ich euch hiermit die Erlaubnis, das Phänomenon zu nutzen, wann immer ihr wollt. Und zwar nicht nur den Exegeten selbst, sondern auch ihren Unterstützern. Ihr solltet außerdem mit Ki Alyapo sprechen. Was auch immer ihr zu lernen erhofft, sie wird sicher jemanden finden, der eure Interessen teilt. Ich hoffe, eure Suche nach Wissen wird von Erfolg gekrönt sein. Nicht, dass wir jetzt viel schlauer werden als zuvor. Zurück auf die Schulbank. Und wir kriegen dafür irgendwas Schönes. Kiste mit einer Harzienwaffe. Yay. Dir wurde Zugang zum Phänomenon gewährt. Wenn du Interesse an den Tätigkeiten hast, die dort durchgeführt werden, dann melde dich bei Qui Alipo im Sammlerkolleg. Wir machen das mal ganz kurz. Wir gucken einfach mal, was es da für Möglichkeiten gibt. Nicht, dass wir jetzt da was großartig machen würden, einfach nur der Vollständigkeit halber. Dass vielleicht die Rollenquests sind oder so. So, das war hier, glaube ich, das Sammler. Voller. Nein, das ist das Schöpferkolleg. Da bin ich auf der falschen Seite. Da drüben. Nein, da hier. Okay, Fräulein Alipo will noch nicht mit mir reden. Die Akademie, Magierakademie von Schaladan, was brauche ich dafür? Du kannst den Auftrag noch nicht annehmen, weil du die Bedingungen nicht erfüllst. Benötigt Klasse, Handwerker oder Sammler. Okay, ablehnen. Gut. Also, wenn ich jetzt ein Sammler oder Handwerker wäre, dann könnte ich die Quest annehmen. So, dann gucken wir uns noch mal ganz kurz die Waffe an, die wir bekommen. Benutzen. Und den Cleave, den legen wir auch an. So, und weiter. Grille. Große Vorhaben. Grille muss Montichans, wie hieß der nochmal? Montichan, Chance, etalogische Rundumschlag erst einmal sacken lassen. Was für eine spannende und überraschende Offenbarung. Dass der Rat der Philosophen ausnahmsweise mal ganz einer Meinung war, lag also an diesem Verschwiegenheitszauber. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt noch tiefer in Montichans Schuld stehen, obwohl wir uns eigentlich nur bei ihm bedanken wollten. Naja, unsere Ziele haben wir jedenfalls erreicht. Ich würde vorschlagen, dass wir wieder zum Annex zurückkehren. Du kannst vorher aber natürlich gerne noch bei mit Qui Alipo sprechen, wie der Rektor vorgeschlagen hat. Sie wäre bestimmt hoch erfreut, wenn du ihr ein wenig unter die Arme greifen könntest, wo du eh schon mal hier bist. Wir klären dann in der Zwischenzeit Raha über alles auf, was wir erfahren haben. Nein, ich glaube, wir reden jetzt nicht mit der Fräulein Alipo, sondern sehen uns dann auch gleich im Annex wieder. So, gerade hier. Wir sind wieder da. Willkommen zurück, Tara. Euer Besuch der Akademie scheint ja äußerst aufschlussreich gewesen zu sein. Ich habe auch neue Kunde, und zwar von Distolla. Die Föderation und die östlichen Verbände haben nicht lange gefackelt und sich direkt auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Die Details möchte man gerne persönlich mit uns besprechen. Deshalb wurden wir gebeten, mit den Seelenwächtern zur Admiralsbrücke in Limsa Lominsa zu kommen. Dann gehen wir also in die Offensive? Vermutlich läuft es darauf hinaus, ja. Jedenfalls sehe ich keinen Grund, der dagegen sprechen könnte. Sind alle damit einverstanden, nach Limsa aufzubrechen? Ja, warum nicht? Dann werde ich die Seelenwächter aus unserem Lager holen. Könntest du mir dabei helfen, Estinien? Natürlich. Also ich habe jetzt mal für ihn natürlich gesagt. So, das sollten alle sein. Ich hätte nicht gedacht, dass die so schwer sind.
Aber ich sollte mich nicht beklagen. Vitra und die Alchemisten von Raz-Atan haben große Mühe auf sich genommen, um uns diese Talismane zur Verfügung zu stellen. Passt bitte gut auf sie auf, ja? Heißt das, du kommst nicht mit nach Limsa? Besser nicht. Die Anhörung haben wir zwar überstanden, aber der Rat der Philosophen hat weiter ein wachsames Auge auf uns. Wenn ich mich unter diesen Umständen als offizielle Repräsentantin von Baldesions Gelehrten mit den Anführern der Stadtstaaten träfe, könnt ihr euch ja sicher vorstellen, wie man das aufnehmen würde. Ich bleibe daher schweren Herzens hier und werde auf Nachricht von Motoya und unseren anderen Verbündeten warten. Verstanden. Wir legen das vertrauensvoll in deine Hände. Der Rest von uns bricht mit den Seelenwächtern nach Limsa auf. Los geht's! So, das hätten wir auch geschafft. Dann geht's jetzt nach Limsa Lominsa. Bis gleich. So, guter Mann, wir würden dann gerne mal zu Ihrer Admiralsbrücke kommen. Oh, du bist auch gekommen, Admiral Webberby. Staatsseherin Kan-E-Sena und Sultana Nanamo warten auf euch bereits auf der Brücke. Eine ziemlich illustre Runde, vermutlich geht es also um etwas sehr Wichtiges, Wenn du bereit bist, lass ich dich hoch. Ja, bitte. Entschuldigt, dass wir euch etwa extra aus Sharlan hier wieder herrufen ließen. Und danke, dass ihr unsere Bitte nachgekommen seid. Aber nicht doch. Wir freuen uns sehr, dass ihr eure kostbare Zeit für uns erübrigen konntet. Wenn man die wichtige Angelegenheit bedenkt, die wir heute besprechen wollen, dann wäre es wünschenswert gewesen, alle Beteiligten zu einer großen Versammlung einzuberufen. Doch die Zeit drängte, denn die Kämpfe gegen die Telephoroi und ihre Türme fordern überall ihre Tribute. So haben wir die anderen gebeten, schon einmal alle nötigen Vorbereitungen zu treffen. Und deshalb sind heute nur wir gekommen. Eine nachvollziehbare Entscheidung. Und es freut mich zu hören, dass die Räder schon in Bewegung sind. Doch darf ich fragen, was genau eure Vorbereitungen beinhalten? Ja, also... Es geht um die Seelenwächter, für die ihr große Anstrengungen auf euch genommen habt. Sie werden der Schlüssel zum Erfolg sein und wir wollen sie bestmöglich einsetzen. Während ihr in Sharlan wart, haben die Mitglieder der Föderation und der östlichen Verbände allesamt an ihren eigenen Fronten weitergekämpft. Doch ein Ende des Unwetters ist nicht in Sicht. Unwetter? Egal. Auch die Stämme der Kobolde, Shagin, Ixal und Anatta leiden zusehends unter der Entführung. All diese Gruppen sehen die Türme in ihren Herrschaftsgebieten lieber heute als morgen beseitigt. Das muss wohl nicht extra erwähnt werden. Doch sie alle sind auch sich bewusst, dass dieser Krieg nicht an einer Front allein gewonnen werden kann. Wir sitzen im selben Boot und nur gemeinsam werden wir den Sturm überdauern. Darum haben wir beschlossen, die Chancen zu nutzen, die ihr uns eröffnet habt, indem wir mit konzentrierten Kräften auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Während die einzelnen Fraktionen ihren Kampf gegen die Türme weiterführen, werden wir die besten Krieger, die wir aufbringen können, in das Herzen des Feindlandes entsenden, nach Galemite. Es soll eine Streitmacht sein, die den gesamten Kontinent repräsentiert und frei von bloßen nationalen Interessen agieren. Wird. Das Isebard-Korps. Unglaublich, dass in so kurzer Zeit schon so viel erreicht wurde. Der Korps wird 2 Ziele verfolgen. Erstens, die Bürger Galemites zu retten. Wie unsere Kundschafter beobachtet haben oder in Scharmützel hautnah miterleben durften, sind die meisten Galeer zu Besessenen geworden und dienen der Telephoroi nun als willenlose Arbeitskräfte oder schlimmer noch, Kanonenfutter. Auch sie sind Opfer der finsteren Machenschaften, die unsere Welt bedrohen. Es ist unsere Pflicht, ihnen beizustehen, und zwar nicht nur aus strategischem oder politischem Kalkül, sondern weil es das einzig Richtige ist. Das mag nach den vielen Jahren der Feindschaft für einige von uns die größte Herausforderung sein. Aber es ist eine Herausforderung, die wir uns stellen müssen. Sonst sind wir am Ende kein Deut besser als die Telephoroi. In diesem Punkt sind wir uns sicher alle einig. Kommen wir zum zweiten Ziel. Den gewaltigen Turm, den Tancred auf seiner Erkundungsmission in den Kaiserstadt entdeckt hat. Wir wissen immer noch nicht, was die Telephoroi genau bezweckt.
Die Türme sorgen allerorts für Unruhe, aber gleichzeitig machen unsere Feinde momentan keine Anstalten, weiter in unsere Gebiete vorzudringen. Fast wirkt es, als wollte man uns lediglich beschäftigt halten und unsere Kräfte auseinandertreiben, während man etwas viel Schlimmeres vorbereitet. Ja, das würde auch dazu passen, was die Stollers Untersuchung der Ätherströme in der Nähe der Türme zutage fördern konnte. Sie hat festgestellt, dass die Türme ihrer Umgebung weitaus mehr Äther entziehen, als sie zu ihrer eigenen Aufrechterhaltung benötigen. Es ist davon auszugehen, dass die überschüssige Äther einem anderen Zweck dient, was immer dies auch ist. Es wird uns vermutlich nicht gefallen. Wahrscheinlich dient das gewaltige Bauwerk in der Kaiserstadt der Steuerung ihrer Pläne. Wenn wir herausfinden, was genau es ist, können wir die Machenschaften zu Fall bringen. Genau wie diesen elenden Turme. Das ist ja alles schön und gut. Aber welche Rolle sollen wir dabei spielen? Mit der Lieferung der Seelenwächter wird unsere Arbeit ja wohl kaum getan sein, oder? Natürlich nicht. Wir möchten, dass ihr die Talismane dem Korps zur Verfügung stellt. Und eure Kampfkraft gleich mit. Dies ist eine gemeinsame Bitte der Eoseischen Föderation und der östlichen Verbände. Wir hoffen, ihr nehmt diese Mission an. Vielleicht solltest du das beantworten. Für das galeische Volk. Für das galeische Volk. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Ihr Stoller, Tancred und Urianger haben ihr Einverständnis übrigens schon gegeben und sind bereits zum Sammelpunkt aufgebrochen. Sie meinten, ihr würde bestimmt zu denselben Entschluss kommen und glücklicherweise hatten sie recht. Bringt die Talismane bitte nach Alamigo. Von dort geht es gemeinsam weiter nach Isabad. Rauban und Großmeister Emmerich sind für die Gruppenaufstellung zuständig. Nach eurer Ankunft werdet ihr am besten zuerst bei ihnen vorstellig. Ihr werdet in Galamite nicht nur einen grausamen Gegner, sondern auch den erbarmungslosen Kräften Kälte trotzen müssen. Ich beneide euch wahrlich nicht. Wir werden unser Bestes tun, um die Völker Eroseas zu beschützen, bis eure Aufgabe erfüllt ist. Viel Glück, meine Freunde! So, dann ab ins Megidische Wohnviertel, um mit Rauban zu sprechen. So, jetzt sind wir im Megidischen Wohnviertel und die Gang ist auch schon da. Reden wir erstmal mit allen, bevor wir mit Rauban reden. Alizé? Ich bin wirklich gespannt, wer so alles am Ilsabad-Korps teilnehmen wird. Ein paar Kandidaten schweben mir schon vor. Mal sehen, ob ich richtig liege. Alfino? Wenn ich ehrlich bin, ist mir bei dem Gedanken an unsere Aufgabe schon etwas zu mulmig zumute. Wenn vielleicht auch auf eine andere Weise, als du denkst. Überleg doch nur, im Ishabad-Korps werden die besten Krieger des Kontinents versammelt sein. Und mittendrin, nun ja, ich. Ob ich dem wirklich gewachsen bin? Naja, vielleicht ist das einfach meine Art, mich vor dem abzulenken, was mir eigentlich Sorgen bereiten sollte. Nämlich mitten in der Höhle des Löwen zu marschieren. Gerade hier. Ich werde mich bei Tancred und Urianger umhören, was wir in Galamite zu erwarten haben, und mich entsprechend vorbereiten. Glaubst du, ich werde Ohrenschützer brauchen? Ja, und zwar sehr große. Estinien, du warst doch schon mal dort. Zieh das Gespräch mit Emmerich bitte nicht unnötig in die Länge. Das gebe ihm nur Gelegenheit, mich irgendwie schlecht zu reden. Emmerich? Es freut mich, dich zu sehen. Ich hoffe, unser gemeinsamer Freund da drüben bereitet dem Bund keinerlei allzu große Probleme. Die Zusammenarbeit mit anderen war noch nie seine Stärke. Nach Kämpfen verschwindet er meistens augenblicklich, wie eine Geira-Katze im Wind, und kommt erst wieder, wenn ihm der Sinn danach steht. Aber wenn man ihn braucht, kann man sich stets auf ihn verlassen. Nun ja, meistens zumindest. Ja, okay. Rauban? Ah, ihr seid zurück. Ich habe nie daran gezweifelt, dass euch Erfolg beschert sein würde. Dass es auch so schnell gelingt, hat selbst mich überrascht. Die Seelenwächter sind es, die dieses Unterfangen überhaupt erst möglich machen. Werdet ihr und Emmerich das Korps anführen? Nein, uns hat man lediglich mit der Aufstellung der Truppen betraut. Danach werden wir uns wieder unseren eigentlichen Aufgaben widmen. Die Truppen, die der Turm bekämpft, können ohne ihren Anführer unruhig werden. Und das wollen wir vermeiden. Außerdem sind wir längst nicht alle von der Idee angetan, unsere besten Leute zur Rettung der Galea zu entsenden.
Wir sollten die Kluft nicht noch größer machen, als sie ohnehin schon ist. Am Ende würde nur noch das ganze Korps daran zerbrechen. Man kann es eben nicht allen recht machen. Leider nicht, aber wir geben unser Bestes. Um ehrlich zu sein, würde ich lieber an eurer Seite in den Kampf ziehen. Aber ich habe auch so schon genug Schlachten zu schlagen. Und das Wort wird mir eine scharfe Waffe sein als das Schwert. Bei mir sieht es bedauerlicherweise genauso aus. Momentan ist die größte Hilfe, die wir euch beiden bieten können, euch den Rücken und Eosea freizuhalten. Während ihr in Ilsabad für die Gerechtigkeit kämpft, werden wir versuchen, die Zweifler von der Richtigkeit unseres Unternehmens zu überzeugen. Ich danke euch beiden. So trifft man sich wieder. Die Nachricht eures Erfolges hat sich schnell verbreitet. Ohne die schützenden Talismane, die ihr besorgt habt, wäre die Unternehmung gar nicht erst möglich gewesen, stimmt's? Ich habe Maxima bereits alles mitgeteilt, was ich weiß, und hoffe, dass es euch nützlich sein wird. Das Schicksal meines Volkes liegt nun in euren Händen. Du wirst also uns nicht begleiten? Dabei sollte dir doch am meisten an dieser Sache liegen. Selbstverständlich. Die Teleforoi hat meine Heimat zerstört und meine Landsleute zu willenlosen Dienern gemacht. Doch obwohl jede Faser meines Körpers nach Rache sind, werde ich sie nicht ausüben können. Meine Anwesenheit allein könnte die ganze Mission gefährden. Man hat mich des Mordes am Kaiser Varys bezichtigt. Wenn ich in euren Reisen stünde, würden euch viele Galeer von vornherein das Vertrauen verweigern. Und selbst wenn einige meiner Rückkehrer meine Rückkehr begrüßten, die würden ihre Hoffnung vermutlich nur auf mich projizieren und den Korps als solches misstrauen. Ob man mich als Verbrecher oder Held betrachtet, ich würde euch einzig im Weg stehen. Wir werden dein Volk an deiner Stadt befreien. Dafür danke ich euch. Ihr seid stark und mutig genug, um Garlemald zu befreien. Dessen bin ich mir sicher. Ihr habt gehört, was Gaius gesagt hat. Ich werde euch an seiner Stadt als Ortskundiger nach Garlemald begleiten. Ich muss meiner Heimat zwar aus politischen Gründen den Rücken kehren, aber aus dem Herzen verbannt habe ich sie nie. Ich werde alles dafür tun, um sie und meine Landsleute zu beschützen. Gut gesprochen. Nun, wenn diese Unterredung damit beendet ist, würde ich dich bitten, die anderen in den Palast zu geleiten. Aber die schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank an meine Kanalmitglieder, die mich auch diesen Monat wieder tatkräftig unterstützt haben. Ganz besonderen Dank geht natürlich an meine Ehrenmitglieder Julia Nightbloom, Neggi Magister und Kligone23 sowie mein Produktionsmitglied Havoc83. Und als Produktionsmitglieder bzw. auch als Ehrenmitglieder kriegt ihr alle 3 Monate eine Postkarte wie diese oder mit einem anderen Bild drauf. Und natürlich Produktionsmitglieder dürfen sogar noch einen Stream im Monat sich wünschen. So, das war's allerdings von meiner Seite. Ich sage nun endgültig Danke und beim nächsten Mal sehen wir die Besten der Besten. Und ihr seid garantiert auch dabei.